Hi, ich bin der Jonas Und ich bin der Moritz. und wir laufen in knapp 500 Kilometern und 33.000 Höhenmetern vom Mittelmeer durch die Pyrenäen bis kurz hinter Andorra auf dem GR11 und dann von Andorra oder beziehungsweise kurz hinter Andorra über den HRP, das ist eine hochalpine Variante, zurück ans Mittelmeer. Ja, und das Ganze versuchen wir mit einem kleinen Zusatz. Wir möchten klimaneutral, plastikfrei und so müllfrei wie möglich unterwegs sein. Come on, and groove along. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey. Die letzten 2 Jahre sind wir schon 2 andere Trails gegangen. Einmal den Cape Wrath Trail über knapp 450 Kilometer oder so. Ein richtig wilder Trail ans schottische Nordkap. Und jetzt letztes Jahr ein 200 Kilometer Rundwanderweg im Balkangebirge. I said, we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Die müllfreie Idee, also ursprünglich hatten wir dieses Track and Eat. Das sind so kleine gefriergetrocknete Essen, aber die waren halt pro Abendessen pro Person in einem Plastikbeutel. Wir haben unser Essen so geplant, dass wir 2 Müsli-Riegel-Pausen am Tag machen. Aber mit jedem Müsli-Riegel kam dann noch eine Müsli-Riegel-Verpackung dazu. Und das wurde tatsächlich die letzten beiden Jahre schon nach der ersten Woche, waren unsere Außentaschen voll mit Müll, Ja. den wir in den Bergen nicht abladen können. On a roadway, gotta move along. Also ich versuche immer, egal wo ich im Leben bin, irgendwie möglichst müllfrei und plastikfrei oder reduziert, sage ich jetzt eher mal, zu leben. Und bei dem Trail, ja, die Erfahrung aus den vorherigen Trails hat halt gezeigt, wie viel Plastikmüll man durch dieses Track and Eat hat. Und dann hat auch einfach mal der Versuch, einfach mal zu schauen, wie weit man kommt, wie gut man reduzieren kann und wie nachhaltig man Urlaub machen kann. Das geht da hoch. Und ja, sonderlich wild war es heute nicht, tatsächlich. Zwei Ortschaften, 2 richtige Ortschaften, in die wir eigentlich kamen. In der einen haben wir nur kurz gechillt und dann sind wir einen Weg zu einer anderen gelaufen und haben uns da im Supermarkt ein komplett plastikfreies Mittagessen gekauft. Eigentlich nur eine große Semmel, Nektarinen und Tomaten zum Mittag gegessen, weil das das Einzige war, was man ohne Plastik bekommt. Dann sind wir weitergelaufen und irgendwie wurde es immer heißer, habe ich das Gefühl gehabt. So gegen 5 oder 4 wurde es so richtig brühwarm, so richtig sprückenschwül. Dann kamen wir noch mal zu einem Ort mit einer Wasserstelle und wollten dann eigentlich auf 2 Gipfel rauf und da pennen. Und beim halben Aufstieg zum Gipfel hatte ich schon kein Wasser mehr eigentlich, weil ich ungefähr zerflossen bin. Und dann haben wir entschieden, nicht am Gipfel zu pennen, sondern weiter zu laufen als eigentlich geplant und hinten wieder runter zu einem Bach. Genau. Haben uns hier fancy waschen können und haben vor allem frisches, klares Bergquellwasser. Hoffe ich zumindest. Das sagt mir der nächste Stuhlgang, ob das so frisch und klar ist. So, fertig. Herrlich. Ich bin so gespannt. Noch gespannt. Das Problem ist jetzt, man sieht das Essen jetzt richtig. Das Track and Eat hat man nicht so gesehen. Das stimmt. Okay, guten Appetit. Sehr intensiv und extrem scharf. Aber boah, das ist endscharf. Ohne Witz, vom Trockenzustand ausgegangen hätte ich nicht gedacht, dass es so geil wird. Ich auch nicht, aber ich finde das geisteskrank scharf gerade. Ja, es ist wirklich scharf. Wobei,
Aber ich finde echt ganz geil. Ich find's mega geil. Wir haben uns gedacht, dass wir praktisch anstatt dem einzeln verpackten Abendessen Großpackungen von diesem Essen kaufen. Wir haben mit 130 Gramm pro Abendessen gerechnet, was echt okay ist vom Gewicht her. Mit 50 Gramm pro Mittagessen und die verpacken wir in Seesäcken, die wasserdicht sind, das ist wichtig. Und wiederverwendbar sind vor allem. Und wiederverwendbar, genau. Müsli-Riegel auch selber gemacht, die Zutaten alle plastikfrei eingekauft und dann halt in Tupperdosen die Müsli-Riegel reingelegt und so transportiert, komplett ohne Plastik. Genau. Die sind tatsächlich 100% ohne Plastik gemacht. Müsli-Riegel haben wir circa 100 Stück mitgenommen, die reichen für die komplette Tour, weil wir uns keine Müsli-Riegel nachkaufen wollten, weil das gibt's mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht ohne Plastikverpackung. Cheerio. 19 Kilometer, 1800 Höhenmeter. Gut, 11. El Vilas nach La Jonquera. La Jonquera, ja, habe ich ein größerer Ort. Da haben wir vorher die Route angeguckt, geplant, wo wir schlafen, welche Tagesetappen wir laufen, haben geschaut, wann wir an eine bewirtschaftete Hütte kommen, wo wir auch Abendessen können. Oder wir kommen in eine Ortschaft und kaufen da ein. Und haben uns mehr oder weniger überraschen lassen, wie die Läden sind und was man da vor allem plastikfrei und ja, müllfrei bekommen kann. Was ich jetzt mache, ist für den Einkauf Von neuem Gebäck einfach die Tüte vom alten Gebäck hernehmen. Schauen, ob wir das machen. hat geklappt. Es war die ganze Zeit nach wie vor halt dieses Dschungel-Urwaldfliegen, wo man diesen Blick über diese bewaldeten, mega weiten grünen Berge hat und Berge hinter Bergen. ja, genau, das erste Mal, dass wir uns tatsächlich in der Wildnis auch gefühlt haben, weil soweit das Auge gereicht hat, waren einfach nur Berge und Dschungel-Urwaldmäßige Bäume Ja. irgendwie. Wir sind wirklich so Schluchten gelaufen, die so komplett mit Moosgrün bewachsen waren. Das war so ultra crazy, weil es halt so feucht alles ist, dass halt einfach überall so die ganzen Bäume und Felsen hoch wächst halt einfach Moos entlang. Richtig geil. Ja, und dann sind wir zu den Wasserlöchern weiter. Und das ist halt wirklich geisteskrank schön. Also wir sind dann hier angekommen und halt erstmal direkt hier schwimmen gegangen. Ja. Und dann kann man hier in diesem See baden und dann so da hinten rein in so eine Schlucht reinschwimmen, den Bach entlang, und das ist einfach nur mega crazy. Das ist echt wahnsinnig. Ganz, ganz langsam gewöhne ich mich an den Rucksack. Ich mich auch. Ich glaube, ich gewöhne mich schneller an den Rucksack, als ich mich an das Klima, wenn es wieder heiß wird, gewöhne. Also ich hoffe, dass wir vor der Hitze wegrennen und dann möglichst bald oben sind und die Hitze nicht mehr so zu spüren kriegen. Das hoffe ich auch. Und morgen soll es schon wieder 30 Grad werden. Das wäre unangenehm. Rückblickend war heute der 6. Tag mit einer der anstrengendsten bis jetzt. Wir haben uns heute Morgen eingestellt, nach dem schönen Sonnenaufgang, auf ein sehr kurzes Wandern. Nicht viele Kilometer, nicht viele Höhenmeter. Es wurden am Ende mehr. Wir hatten eine ganz lange Strecke ohne Wasser. Und bei mir bilden sich langsam ganz unschöne Wucherungen an den Füßen. Zum einen die Blase hier, die ist ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück. Die Blase am anderen Fuß ist ungefähr so groß wie ein 10-Cent-Stück. Dann habe ich eine Blase am Mittelzeh, eine ganz komische Entzündung am großen Zeh, eine Blase am anderen großen Zeh und eine Blase am Mittelzeh. Ja, das war's. Und meine Fersen tun weh. Und allerdings merkt man das beim Laufen.
Und heute Abend wird ein bisschen Hygiene betrieben. Unsere wunderschönen Hygienecreme und Blasenpflastern. Mal schauen, ob sich das in den nächsten Tagen bessert. Erste Hilfe, das ist tatsächlich was, wo man einfach nicht auf Plastik verzichten kann. Es geht halt nicht. Der Verband ist in Plastikverpackungen steril, Pflaster sind steril verpackt, es ist halt alles irgendwie steril, die Kompresse ist steril verpackt. Sonst eigentlich Zahnbürsten sind aus Holz, aus Bambus. Zahnpasta hat der Moritz so Zahnpasta-Tabs, die sind ohne Plastik verpackt. Das Deo ist in Papier verpackt, nicht in Plastik. Das Und- Klopapier war nicht in Plastik verpackt. Richtig. Unser Shampoo ist in Plastik verpackt. Eigentlich hätten wir auch einen Seifenstein nehmen können tatsächlich, aber wir benutzen unser Shampoo auch als Spülmittel und alles, falls mal irgendwas im Teller so anbrennt, dass wir es nicht mehr rauskriegen ohne Spüli. Also das ist so ein biodegradable, kompostierbares Öko-Shampoo. Aber das ist in Plastik verpackt, eben weil wir halt keinen Seifenstein nehmen können, weil wir das halt noch für andere Sachen brauchen. Auch Klamotten waschen und so. Ich würde sagen, das da oben schreit nach einem krassen Zeltplatz. 5-Sterne-Ausblick. Und genau da geht die Sonne auf. Und man sieht sogar grob, wo wir heute hergekommen sind. Wir sind aus dem Tal da hinten gekommen. Über die Berge da. Mensch. Der Grund, warum ich so lang und so weit immer wandere, halt diese mehrwöchigen Touren einmal im Jahr mache, ich finde, das kann man nicht wirklich mit einer Eintagestour vergleichen. Ich finde, das ist ein bisschen schwierig. Man läuft hier rum, hat tagelang keine warme Dusche, man hat tagelang kein Bett. Man hat wochenlang Hunger, weil man nicht genug zu essen tragen kann einfach. Man geht an sein physisches Limit und das sind irgendwie alle Sachen, die man halt bei einer 1-, 2-, 3-Tagestour nicht erfährt. Selbst wenn man jetzt in die Schweiz geht und mal auf eine Hütte geht und 2.000, 3.000, 4.000er machen würde, würde man halt den Effekt, den man hier hat, nicht erfahren. Aber hier ist halt einfach das, was man körperlich und geistig und auch seelisch einfach mal so weg vom Handy, weg aus der Zivilisation, im Zelt liegen und einfach halt mit dem Basic, was man halt hat, wieder leben und ein bisschen mal wieder runterkommen und sich ein bisschen erden. Das ist eigentlich der Grund, warum so eine Tour so viel Spaß macht. Ein paar Tage haben wir hinter uns und hier kommt eine kleine Auflistung von dem, was wir dabei haben, vor allem an Essen. Das Essen ist praktisch gefriergetrocknet. Ein Beutel reicht für uns beide für einen Tag, Mittag- und Abendessen. Und davon haben wir 6 Stück, von denen aktuell 2 schon leer sind. Dann haben wir noch 2 Beutel, da ist ebenfalls Mittag- und Abendessen drin mit 5 und 8 Abendessensportionen und genauso viel Mittagsessensportionen. Frühstück haben wir in dem Sack, der ist zwar schon relativ leer, aber so voll war der am Anfang. Mit Haferflocken, Nüssen und getrockneten Himbeeren. Die haben wir komplett unverpackt bekommen. Und wir haben 100 Müsli-Riegel vorbereitet, gepresst und in diesen 3 Tupperdosen aufbewahrt. Das sind insgesamt 3,5 Kilo Müsli-Riegel und sollten für die komplette Tour reichen, wenn wir pro Tag jeweils 2 essen. Und zu dem ganzen Essen, was pro Person allein 4,5 Kilo gewogen hat am Anfang und wir pro Tag ungefähr 150 Gramm verlieren, je nachdem, wir gehen ja auch in den Orten einkaufen, kommt dann eben ein bisschen Gas zum Kochen, das reicht für den kompletten Monat. Unsere Kochutensilien, unser Strom, die Drohne für unsere Luftaufnahmen und die GoPro für GoPro-Aufnahmen. Und dann haben wir noch für Fotos eine gute alte Analogbildkamera mitgenommen.
Was man nicht sehen kann, ist unsere Filmkameraausrüstung. Die wiegt alles in allem vielleicht an die 2 Kilogramm. Und daraus entwickelt sich leicht irgendwie ein Gewicht, was im Rucksack dann über 20 Kilo pro Person kommt. Aber es wird jeden Tag leichter. Die Planung mit den Essen und dem Müsli-Riegel war so ausgelegt, dass wir Müsli-Riegel für die ganze Zeit mitnehmen und Essen für die Hälfte der Zeit, also 12 oder 14 Tage. Zum einen hat das dazu geführt, dass wir am Anfang mit extrem schweren Rucksäcken losgelaufen sind und dadurch, dass das Essen auch volumentechnisch nicht mehr Platz hatte, als das, was wir dabei hatten, wir gedacht haben, wir kommen aber 12 bis 14 Tage damit aus, hatten wir von unserem selbst mitgebrachten Essen eigentlich zu wenig für das, was wir eigentlich brauchen pro Tag. Ja, 9. Tag und unser Versuch hier nicht mit Single-Use-Plastik auszukommen ist leider in einer kaputten Mehrfach-Use-Plastikbox geendet. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir die Müsli-Riegel anders umpacken können, weil sonst habe ich Brei in meinem Rucksack. Ja, jetzt packe ich das einfach in den Seesack und dann kommt das zum Frühstück einfach mit in unser leckeres Porridge als Geschmacksverstärker sozusagen. Herrlich. So, gerade sind wir bei einer Pause angekommen. Jonas sitzt da hinten. Dort haben wir gegessen. Und ich habe gestern Abend was gemerkt. Und zwar die Probleme an meinen Füßen häufen sich. Sowohl an dem großen Zeh am Nagel als auch genau vorne an der Kuppe haben sich so Hitzebläschen oder Hitzepickel gebildet, die unter anderem auch an dem Zeh sind und die verdammt wehtun, wenn man dagegen kommt. Jetzt geht's. Gestern Abend war die Hölle. Hier habe ich noch eine Entzündung, das ist das gleiche wahrscheinlich in dem kleinen Zeh. Ich habe auch herausgefunden, woran das liegt. Die Socken, die ich mir natürlich extra für die Tour gekauft habe, sind A zu klein und B zu warm. Und eine neue Einlegesohle hätte ich mir auch mal kaufen können. Naja. Oh ja. Schon Fernsehen. Den Schattenplatz da? Ja. Cheers. Ja, stimmt. Übermorgen ist der ganz hohe. Morgen ist Was nur... wäre denn, wenn wir also morgen oben pennen und übermorgen aber auch wieder oben pennen? Das war, als wir das erste Mal aus der Zivilisation ein bisschen in die Berge gekommen sind, uns vorher schon einen Zeltplatz angeguckt haben, der schön sein könnte, was bisher auch unser höchster Zeltplatz war im Endeffekt, am Col de Therapiz. Wir wussten, wir haben kein Wasser da oben, da haben wir vorher aufgefüllt, haben da 3 Liter extra hochgeschleppt und wussten eigentlich nicht genau, was uns da oben erwartet. Wir haben keine oder nicht wirklich Bilder gesehen und es war auf knapp 3000 Metern, also eigentlich fürs Zelt fast ungeeignet. Aber wir sind angekommen und haben einen kleinen Zeltplatz gefunden und die Wolken sind da reingezogen durch das Tal und da haben sich nochmal kurz die Wolken gelichtet und wir haben den Sonnenuntergang richtig schön erlebt. Und dann saßen wir da oben, haben unser Essen gekocht. Zwar mit allem, was wir hatten, mit Jacke und es hat gewindet und es war eigentlich auch recht kühl. Ich glaube, das ist was man selten erlebt. Sowas. So einen Schlafplatz zu finden. Mes yeux fermés, première étoile, couchée sous la lune, et tu
man freut sich halt mega, wenn man mal einen Supermarkt sieht und zu Hause ist es halt wieder eine Selbstverständlichkeit. Und dann will man sich halt mal irgendwie irgendwas rauslassen und man konnte sich ja weder eine Fanta noch eine Schokolade noch sonst irgendwas kaufen, weil halt alles immer in Plastik oder Alufolie oder so verpackt ist. Das Einzige, was halt ab und zu, was halt meistens ging, war Obst. Tatsächlich habe ich aber meine Liebe fürs Obst wieder ein bisschen mehr entdeckt bei der ganzen Aktion. Kategorie A. Scheint. Das Beste zu sein. Jo. Couscous? 100%. Jawohl. Einmal haben wir Käse gekauft, den haben wir fast ohne Plastik bekommen, wieder in diesen Wurstpapieren hat sie uns das gegeben. Allerdings eine Tüte konnten wir nicht ausreden. Sie hat uns auch sehr nett versucht zu erklären, dass es kein Plastik ist. Das steht auch auf dem Beutel drauf. Kompostabel. 100%. No soy plastico. Steht da dick drauf. Und es fühlt sich auch nicht an wie Plastik. Also scheinbar ist das komplett ökologisch und Zellulose oder irgendwas Verpackung. Muss man mal gucken, wie gut der zerfällt. Wir haben ihn auf jeden Fall behalten. Dann schauen wir mal. Dann haben wir das Couscous mit Tomaten. Paprika, eine halben Gurke. Wir haben hart gekochte Eier für heute. Und heute haben wir auch Käse Ja, und eine Avocado. ja. Dann fehlt nur noch Brot. Nur Brot und Plastik. Plastikverpackung. Dort auch. Dann gehen wir doch hier einfach in den Bäcker, oder? Ja. Mit Nudeln und Couscous sind wir recht gut ausgekommen und Gemüse. Gemüse haben wir überall ohne Plastikverpackung bekommen. Das, glaube ich, ist überhaupt kein Problem. Aber die einzige Alternative für so Beilagen oder Soßen in Nudeln und Couscous ist Glas. Sei es jetzt eine Soße oder eingelegte Gemüsestücke oder Oliven. Und irgendwann hat sich das, wenn wir das vielleicht auch mal 3 Tage lang tragen mussten, vom Gewicht her relativ stark summiert. Das war tatsächlich vom Abendessen her die einzige Schwierigkeit. Eben dieser Alternativmüll, aber irgendwo, also wenn man nicht 100%ig nur Gemüseeintöpfe machen will, dann kommt das dazu. Das Frühstück, das machen wir tatsächlich schon wie die letzten beiden Jahre. Da gibt es Porridge mit Nüssen, mit Früchten, getrockneten Früchten, mit Zimt. Bisschen Zucker. Bisschen Zucker. Das waren alles Zutaten, die wir auch plastikfrei bekommen haben in München vor dem Start. Und hier aber nochmal plastikfrei. In Cuicerda gab es auch schon einen Laden, wo man alles plastikfrei bekommen hat. Und da haben wir uns auch einfach Haferflocken in den Seesack gefüllt und das gewogen. Und dann haben wir Nüsse reingehauen und Cashews, Walnüsse und getrocknete Feigen reingeschnippelt. Und ja, dann hatten wir halt auch ein komplett 100% plastikfreies Frühstück. Das hier ist aus der kaputten Brotzeitbox ein bisschen Rest der Müsli-Riegelmasse. Und jetzt haben wir gedacht, tun wir die einfach als Geschmack in unser Porridge, in unsere Porridge-Mischung hinein. Ich glaube, bei der Menge könnte das ganz geil sein. So. So, eine perfekte Porridge-Backmischung. Stichwort klimaneutral. Was wir gesagt haben, wir versuchen klimaneutral unterwegs zu sein. Das ist, finde ich, ein schwerer Begriff, vielleicht auch missverstandener Begriff, weil man kann eigentlich nicht klimaneutral leben. Also es ist ja Kein menschliches Wesen. Nee. Also niemand kann komplett neutral sein. Was wir damit versuchen oder was wir damit sagen wollen, ist,
dass wir die Kilometerstrecke von die 2500 Kilometer, die wir brauchen mit dem Auto, um von München an den Startort und wieder zurück nach München zu kommen, die haben wir symbolisch vervierfacht für diesen einen Monat auch noch, den wir hier sind, in dem wir einkaufen, in dem wir Fleisch essen, was alles ein bisschen CO2-Ausstoß einfach verursacht, und wollen diese Summe, diese vierfache Anreise- und Abreisesumme der Kilometer mit Umweltzertifikaten kompensieren. Und da gibt es ja verschiedenste Anbieter. Ja. Genau, wir haben uns auch vorher Gedanken gemacht, wie wir anreisen. Ich meine, es gab die Option Zug, Flugzeug oder Auto. Eigentlich wäre Zug das Beste gewesen, aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und Flugzeug ist definitiv schlechter als Auto. Und deswegen haben wir uns für das Auto entschieden, wissentlich, dass es natürlich auch was ausstößt und wissentlich natürlich, dass es auch nicht die Lösung für das Problem ist, dass man das Problem erstellt, indem man irgendwo hinreist und dann halt wieder Kompensation dafür bezahlt. Aber es ist das Beste, was man machen kann. Wir sind hier gerade in den schottischen Highlands. Also sieht ziemlich ähnlich aus wie den Highlands, auch hier mit den Seen und allen. Und sehr creepy, da hinten liegt irgendwie ein totes Kalb, dessen gesamtes hinteres Bein einfach abgerissen ist. Und gerade eben kam irgendwie die Kuh, scheinbar die Mutter von dem Kalb. Und hat irgendwie die ganze Zeit rumgemut und irgendwie uns ein bisschen anklagend angeguckt. Keine Ahnung, ob es hier Wölfe gibt oder wie so ein Kalb da einfach stirbt. Vielleicht auch einfach vom Stein gefallen oder so. Genau, und jetzt laufen wir da vorne hier links über den Grat rüber und dann hinten weiter runter. Und es gewittert halt gerade sehr, deswegen haben wir eher weniger Lust oben zu campen, sondern laufen hinten dran runter und versuchen da dann einen Schlafplatz zu suchen. Könnte schon wieder was werden, denke ich mal. Da ist schon länger niemand mehr durch. Ist der machbar? Ja, ich denke schon. Oh. Ups. Geht nicht? Das könnte klappen. Ja? Ja. Alter. Dann komme ich jetzt mal. Boah. Boah. Krass. Alter. Das war ein wilder Aufstieg. Bisschen gefährlich, Ja. aber eigentlich ganz schön. Hammer. Ein Bach, ein pornöser Blick und eine Wiese. Das ist doch ein perfekter Zeltplatz. Hey, guck mal, jeder so ein Stück Paprika zur Vorspeise. Ja, hol mal her. Kleines geht schon. Danke dir. Bitte. Hast du die Limette gerade schnell da? Die ist da drin. Hier ist die Gurke. Jo, leg's mal hin. Das ist eins der Hauptgründe, auf die ich mich am meisten freue, wenn ich so einen Trail anfange. So für eine gewisse Zeit, in dem Fall einen Monat, mal diesen normalen Alltag zu vergessen. Ich muss mir auch zwingen, den zu vergessen, weil hier, also ich kann nichts machen außer laufen. Und einfach Zeit zu haben, an irgendwas zu denken. Weil man hat tatsächlich extrem viele Stunden Zeit, einfach nur nachzudenken. Und manchmal laufen wir einfach stundenlang schweigend hintereinander oder nebeneinander her. Und jeder ist so mit sich selbst beschäftigt. Und ich finde, da in der Zeit kann man schon relativ viel über sich oder auch so über die Welt rausfinden, wenn man möchte. Wir haben jetzt da oben den GR11 verlassen und sind da querfeldein runtergegangen. Und laufen jetzt durchs Tal und gehen da hoch und starten dann auf dem HRP, der genau da oben beginnt.
Ja, und dann war eigentlich der erste Tag, wo wir auf dem HRP gewandert sind. Und dann an Da wurden die Berge auch wieder ein bisschen höher. Gott sei Genau, da Dank. wurden die Berge höher und um einiges straffer als sonst. Witzigerweise, der erste Abstieg auf dem HRP war zwar in derselben Region wie am Vortag, aber landschaftlich Ja, war viel geiler. einfach echt merklich anders. So, schmort ein bisschen der Rasen mit. Bisschen durchschütteln, weil die liegen schon lang im Rucksack. Die gute alte Lachspasta, Lachs-Brokkoli-Pasta. Und wenn die so lang liegen, dann setzt sich alles grobkörnig immer nach oben ab. Wir haben das zu Hause ausgerechnet und ausgemessen. Das ist ziemlich genau pro Person eine Tasse voll. So, das ist ungefähr eine Person, also eine Portion. Dann direkt in den Teller. Zweite Portion. Dann können wir den wieder schön zumachen. So. Jetzt wartet man im Endeffekt einfach nur ab, dass das Wasser kocht. Und dann brauchen wir ca. 0,35. Bei dem Essen tatsächlich ein bisschen weniger. Und das ist für den ersten. Und dann umrühren. Und dann eigentlich nur noch 8 bis 10 Minuten ziehen lassen. Und voilà, Lachs-Brokkoli-Pasta. Frisch aus der Küche. Genau, und dann sind wir da auf dem HRP, sind noch ein gutes Stück gelaufen. Sind gestern den HRP recht weit gelaufen und sind jetzt eigentlich wieder einen halben Tag im Vorsprung von den ursprünglichen geplanten Etappen. Und haben hier einen sehr, sehr schönen Spot an einem See. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ah ja, und heute müssten wir die 300 Kilometer Marke knacken. Schätze ich mal. Tatsächlich ging es bisher extrem gut. Also in einigen Orten oder in 2 Orten bis jetzt haben wir so komplette unverpackt Bioläden gefunden, wo man einfach alle selber halt in Seesäcke packen kann. Couscous kriegt man hier immer Plastik unverpackt. Gemüse kriegt man immer komplett unverpackt, Obst kriegt man immer komplett unverpackt, Fleisch kriegt man komplett unverpackt. Also Fleisch tatsächlich kriegt man immer und überall beim Metzger hier, weil jeder Ort hat so eine kleine lokale Metzgerei. Und da kriegt man überall unverpackt Fleisch. Zu Hause versuche ich eigentlich Fleisch zu vermeiden zu essen. Hier war es halt teilweise mit das Einzige, was man ohne Plastik gekriegt hat. Neben Gemüse. Neben Gemüse. Und irgendwoher müssen ja dann doch Proteine oder so im Körper kommen. Deswegen haben wir gedacht, wir laufen hier schon sehr klimaneutral, dann kann man auch mal einen Monat wieder Fleisch essen. Bonjour! On prend 6 saucissons, mais s'il vous plaît, sans le papier et sans le plastique. Directement sur le mort. Sans papier? Oui, sans papier. C'est possible? Oui. Ok, ceux-là. Herrlich. Klar. Au revoir. Ja, das in der Mitte, da bin ich auch so. Bonjour. Est-ce que c'est possible d'utiliser ce... D'utiliser le sous-papier. Oui. Oui. D'accord, oui, Ah, merci. oui, oui, bien sûr. Vous voulez qu'on la coupe? Non. Non. Non, comme ça? Alors, Oui. tenez. Ça. Voilà. Ah, merci. On prend 2 de... 2 chocolats. de chocolat. Voilà, monsieur. Merci. Voilà. 2 de ça.
Deux comme ça? Oui. Deux chaussons. Et voilà 10. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Ça ira? Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Herrlich, hat schon wieder funktioniert. Da muss ich sagen, bin ich bis jetzt echt beeindruckt, wie plastikfrei man hier einkaufen kann. Ich meine, es lässt sich nicht auf jedes Land übertragen, aber ich meine Spanien, vermutlich Frankreich auch, geht echt gut. Und das habe ich nicht gedacht, dieser plastikfreie Trend zieht sich tatsächlich durch, sonst gäbe es diese. Ja, vor allem hat in die kleinsten Käfer, also Puigcerda ist irgend so ein Skikaff irgendwo in Katalonien und da gibt es halt einfach so plastikfreie Läden, das ist echt crazy. Gurden, oder? Gut. Immer wieder gut. Mhm. Das ist nicht so scharf wie das Gemüse. Stimmt. So, wir sind gerade am Fuß vom Pikalit. 2900 und ein paar zerquetschte. Wollten eigentlich heute schon rauf, aber da hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt ist der Plan, morgen früh um 5 aufzustehen. In der Früh soll ein Zeitfenster sein, wo ein klarer Himmel ist. Wird auf jeden Fall lustig. Und anstrengend. Und kalt. Wecker auf 5 Uhr. Gute Nacht. Gute Nacht. Aufstehen. 5:10 Uhr. 5:10 Uhr? Ja. Oh, unfassbar kalt. Sommerurlaub in Spanien, haben sie gesagt. Frühstück wir im Zelt heute, oder? Ja, definitiv. Frühstück im Schlafsack gab es auch noch nie. Aber eigentlich ein geiles Frühstück. Mhm. Bin auch begeistert. 7 Grad. Ja. Boah, ist auch nicht unbedingt warm. 7 Grad plus der Wind. Meine Lieblingstemperatur. Sieht von hier nicht mehr so steil aus wie von da hinten. Jetzt geht's ins Steilere. Das wird mir zu warm. Man kann den Weg so ein bisschen ahnen hier hoch. Ja, da sieht es weniger Schimmer, als ich erwartet habe. Ja. Bin gespannt, wie es dann oben ums Eck wird. Wie weit bist du? Keine Antwort. Die letzten Meter. Woo! So. Auf geht's runter.
Und dann sind wir dann nach Superbrück hergelaufen, zum Supermarkt und haben uns das riesigste Mittagessen ever rausgelassen, Abendessen gekauft für den Abend und waren dann noch beim Bäcker und haben so krass viel Süßzeug gefressen. Vor dem Supermarkt war so ein Käsestand da und so ein Wurststand. Ja. Da haben wir uns schon eingedeckt für nicht wenig Geld mit Käse und Wurst. Ohne Plastikverpackung. Und auch in dem Supermarkt, das war endgeil, das war eigentlich so ein riesiger Supermarkt und da gab es aber auch wieder so selbst Abfüllstationen, wo man sich Müsli und alles selber abfüllen konnte. Da haben wir uns neues Porridge zusammengefüllt und haben es halt echt geschafft, komplett ohne Plastik wieder einzukaufen. Nicht ein bisschen. Nicht ein bisschen. Ja, und heute haben wir eigentlich das erste Mal eine halb eigene Route geplant, Ja. weil wir hatten so eine kleine Gratwanderung gehabt. Wir haben uns was Geileres rausgesucht, als die Route beschreibt. Eigentlich haben wir die Gratwanderung ums gut Doppelte verlängert und Ja. sind echt gut 10 Kilometer von Gipfel zu Gipfel. 12 Gipfel haben wir insgesamt gemacht. Alle Ja. über 2600, eigentlich alle über 2700 Metern. Ja. So, Peak Bastiment. Wir sind über den ganzen Krater hinten von Andorra in Frankreich gelaufen. Ich glaube, bis jetzt knapp 8 Gipfel heute. Ein paar kommen noch, werden am Ende so 10, 11 sein. Und jetzt sehen wir das erste Mal am Horizont vor uns das Mittelmeer wieder. Unser Ziel quasi. Sieht sehr, sehr nah aus. Zu Fuß ist es leider nicht so nah. Aber bald haben wir es. Ich will niemandem irgendwas beweisen. Primär geht es hier um mich und um mein Gewissen. Mir ist halt aufgefallen, ich meine, meine Lebensgrundlage ist halt irgendwie Skifahren, Snowboarden, Skitouren gehen und Bergsteigen. Alles halt stark abhängig von der Natur und der Umwelt, die halt irgendwie stark beeinträchtigt durch Treibhausgase und durch Plastik ist. Und ich habe halt gemerkt, das ist halt irgendwie keine Option, wenn man sich selber Reisen verbietet, wenn man nirgendwo mehr hin kann. Das frustriert einen nur, das demotiviert einen nur. Und ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich meine, der Mensch soll ja noch rumkommen, der Mensch soll reisen. Also das soll ja so sein. Und da habe ich mir gedacht, man kann doch sicherlich einen Urlaub auch machen, der einfach komplett klimaneutral ist. Und also auch plastikneutral, also plastikfrei und klimaneutral einfach einen Urlaub machen. Das war eigentlich so mein Ziel, ohne schlechtes Gewissen reisen zu können. Ich versuche einfach, dass man sich bewusst macht, was manche Aktionen und manches Handeln oder auch mancher Einkauf für die Umwelt bedeutet und sich dann darüber Gedanken macht, was man vielleicht ändern könnte. Und da geht es ja auch nicht, also um darauf einzugehen, da geht es ja nicht darum, dass man sich irgendwie 100% was verbietet. Es geht halt darum, dass man sich bewusst macht, dass es halt eigentlich schlecht für die Umwelt ist, Fleisch zu essen, dass es schlecht für die Umwelt ist, Plastik zu kaufen. Und man muss nicht komplett verzichten, aber man sollte halt sich bewusst sein, was man damit tut. Ja. Und in anderen Bereichen oder ja, eigentlich so im kompletten Leben auch mit dem Bewusstsein dann weiterhandeln, finde ich. Können wir mal anfangen damit, wo wir hier gerade sind? Jo, Am letzten Zeltplatz der ganzen Tour. allerletzter Platz, da unten direkt das Banjul-Sumer. Genau, und morgen haben wir vielleicht 12 Kilometer. Kilometer bis zum Meer. Wir haben tatsächlich Plastik gesammelt, was wir gekauft haben, mehr oder weniger auch aus Versehen gekauft haben. Wir haben
die ganze Tour hinweg sehr auf das Plastik geachtet, dass wir das nicht kriegen. Wir haben mit den Verkäufern gequatscht. Jedes Mal eine Diskussion und ein Kampf tatsächlich. Ja, als ob die das erste Mal hören würden. Und ich finde, relativ gut haben wir das umgangen, Ja, Plastik zu kaufen. Zumindest das, was nach Plastik aussieht. Wir hatten einige Papiersticker, kann man nicht sagen, ob das jetzt Papier oder Plastik ist. Haben sich angefühlt wie Papier, hatten ja, diese Gewichtspreissticker, die man immer auf dem, wenn man Gemüse wiegt oder Obst wiegt hat. Genau. So, reines Plastik allerdings haben wir hier. Eine Verpackung von einem Käse, wo die Verkäuferin uns versichert hat, es sei nur Papier, aber es ist leider Papier mit Plastik. Also das untere quasi ist Papier und nur das ist Plastik. Genau, es ist so, dieses abtrennbare Plastik, das haben wir zweimal bekommen. Obwohl, und da erinnere ich mich noch dran, wir haben deutlich gesagt, wir wollen kein Plastik, keine Verpackung, und sie meinte, nee, ist nix. Leider. Dann haben wir uns Sandwiches gekauft, einmal. Und die lagen leider andersrum da drin, die Sandwiches. Die lagen so rum da drin, Aber haben leider ein Sichtfenster. haben ein Sichtfenster, die haben wir auch zweimal. Genau. Ist auch Plastik. Und dann haben wir rausgefunden, wir haben uns mehrmals eine Wurst gekauft, an Weil die denen, Wurst per se nicht verpackt war. Also Genau. Fleisch unverpackt zu bekommen, beziehungsweise Wurst so getrocknet ist halt Salchicha. Das ist das Leichteste, was man unverpackt bekommt hier. genau, da haben wir uns gedacht, klingt ja eigentlich ganz gut, die waren nur mit diesem Wappal versehen. Wir haben es auch zerrissen und es reißt sich wie Papier. Aber was wir erst ganz am Ende gesehen haben, ein ganz kleiner Vermerk, dass es Plastik ist und dass es in die Plastiktonne gehört. Ich würde sagen, von denen haben wir zwischen Ich würde sagen 6 bis 10, vielleicht 8 8. hatten wir von denen an Würsten. Wir haben auch oft Würste gefunden, die einfach gar nichts hatten. Ja. Das gab es auch. Aber im Endeffekt ist die Bilanz 8 von denen, 2 Sichtfenster. Dieses Plastikpapier. Ach ja, und das allerletzte Plastik heute Abend, unsere Barilla-Nudeln, haben diese Sichtfenster. Da gab es in dem Laden leider keine, die nur in Papier Es gab ein paar verpackt Läden, da waren. gab es Nudeln, die nur in Papier waren, und jetzt mussten wir leider zu dem Sichtfenster greifen. Aber ja, ich muss sagen, ich bin komplett positiv überrascht, wie gut das Ganze geklappt hat. Ich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Also es so hat oft an Läden kommen und da plastikfrei ja, einkaufen können. also wir hatten sehr, sehr oft unverpackt Läden. Erstaunlich oft. Und dann auch in vielen Läden halt so Abfüllstationen, wo man sich die Haferflocken und die Nüsse und alles rausziehen konnte, ohne Verpackungen zu benutzen. Wir haben unsere Säcke halt sehr oft verwendet. Aber ich denke, man muss nicht bei so einem Trail 100% plastikfrei bleiben, aber man kann sehr, 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 sehr plastikfrei bleiben, ohne Probleme. Das geht, glaube ich, easy. Und ich finde, es hat Ja. auch der Trail hat auch den Willen ein bisschen gestärkt, zu Hause noch mehr Plastik zu vermeiden. Ja, bei mir schon. Das ist einfach nochmal, ich habe es zu Hause sowieso schon versucht, aber jetzt ist einfach nochmal ein bisschen mehr Willen dabei. Einfach zu reduzieren. Ja, Und jetzt hocken wir an unserem letzten Zeltplatz über Mittelmeer, 12 Kilometer da unten, hat 30 Grad. Hätte nicht erwartet, dass es so krass schön ist nochmal am letzten Tag, und wir sitzen hier am Schlafsack, weil es echt kühl ist. Ich habe jetzt hart Bock, da runter zu latschen morgen früh. Ich bin richtig motiviert. Ich sag dir, morgen drücke ich nur einmal auf Snooze und nicht wie die letzten 2-3 Wochen 20 Mal. Wir haben jeden Morgen den Wecker auf 6:15 Uhr und sind nie vor 7 aus dem Bett ja, ich gegangen. weiß. Aber es war auch kalt oft. Ich hatte einfach keinen Bock. Aber morgen früh, sage ich dir, vielleicht stehe ich sogar direkt auf. Ich heiße Jonas Haas, bin 25 Jahre alt, komme aus Icking, das liegt bei München, und war jetzt seit jahrelang bei Sixt arbeiten im Bürojob, habe jetzt aber gekündigt und fange nun an, eine Ausbildung zum arktischen Outdoor Nature Guide zu machen, quasi Ski- und Bergführer in der Arktis auf Spitzbergen. Ich heiße Moritz Krause, ich bin 25 Jahre alt und wohne aktuell in München. Ich bin auch in der Münchner Umgebung aufgewachsen. Mein Beruf ist, ich bin
seit 3 Jahren selbstständig und arbeite fürs Fernsehen, lange Zeit als Cutter, jetzt als Kameramann und möchte auch in Zukunft mehr als Kameramann arbeiten. Ich wär durch. Wenn du noch irgendwas zu sagen hast, raus damit. Ansonsten sind wir fertig mit dir. Ich habe nichts mehr zu sagen, außer dass ich noch immer chronischen Hunger habe. Seit einem knappen Monat. Ich auch.